Hi everyone. So I'm very happy to be giving this webinar in German and English, and I'd like to introduce Biggie, who's going to be looking after the chat, and Annette, who's going to be doing the translation. Hallo. Hallo. Do you want to translate that, Annette? Oh, yes. Sorry. Okay, ich bin sehr glücklich, dass er dieses Webinar jetzt halten darf, auf Englisch und auf Deutsch. Das heißt, er wird Englisch sprechen und ich bin Annette. Ich mache heute die deutsche Übersetzung und Biggie kümmert sich um den Chat, wenn ihr Fragen habt oder so. That's it, cool. And so if you want to just say hi in the chat to everyone and just say where you're from. Vielleicht wollt ihr im Chat Hallo sagen und einfach sagen, wo ihr herkommt. And we'll see them in the chat. Okay, so the aim of this webinar is to find out whether you are taking your Shiatsu treatments and teaching online. Also die Idee und das Ziel dieses Webinars ist, ob ihr eure Shiatsu-Behandlung oder euren Unterricht schon online ins Online übertragen habt. Okay, and if you're not, then we're going to hopefully inspire you to be able to do that. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, hoffen wir, dass wir euch inspirieren können, das zu tun. And if you're already starting to do that, move your work online, then hopefully we can just share some of our experience, because here at New Energy Work, we've been delivering Shiatsu training online for 20 years now. Und falls ihr schon dabei seid, dann können wir euch vielleicht dabei helfen, das weiter zu installieren oder noch zu verbessern, denn wir im Vereinigten Königreich sind schon damit erfolgreich. Seit 20 Jahren machen wir das jetzt auch online. Okay, so this is the program we're going to have for the next hour together. Das ist das Programm, was wir für die nächste Stunde gemeinsam hier haben, gestalten werden. Find out your needs. Wir finden eure Bedürfnisse raus. Was sind eure Bedürfnisse? We're going to look at how you can take Shiatsu treatments online. Und wie könnt ihr das machen, dass ihr wirklich eure Shiatsu-Behandlungen sozusagen online gebt? How you can teach online. Wie ihr online lehren könnt. And we're looking to the future after the lockdown and after the virus is finished. Und wir schauen in die Zukunft. Wie wird es sein, wenn der Shutdown, der Lockdown, also das nach dem Coronavirus, wie es dann aussieht, wie es dann weitergehen kann? Okay, so first of all, we're going to find out a little bit about you. Als erstes wollen wir ein bisschen was über euch herausfinden. We're going to find out on the poll what you are, whether you're a practitioner, teacher or head of school. Also um herauszufinden, ob ihr Praktizierende seid, also nicht unbedingt Schüler, wie es hier steht, sondern Shiatsu-Praktizierende, Lehrer oder auch ein Leiter einer Schule. Okay, so if you'd like to vote in the poll, we'll find out who you are. Okay, here we go. So most of you are practitioners. Die meisten von euch sind Shiatsu-Praktizierende. But around 20% of you are teachers or heads of schools. Aber 20% sind Lehrer oder sogar Leiter einer Schule. Okay, so let's find out a little bit about how you personally are coping with the situation. I'm going to say, how are you right now? Und die Frage, die ich euch stellen möchte, wie geht ihr persönlich damit um, mit dieser Krise? Wie geht es euch im Moment damit persönlich? Okay, so are you very stressed, neutral or okay? Zum Beispiel jetzt auch wieder, seid ihr sehr gestresst durch die Situation, gestresst, eher neutral oder ist es okay, könnt ihr damit umgehen? Okay, look, German-speaking people, you are very cool. Wir Deutschsprechenden scheinen ziemlich cool zu sein. I doubt it, Cliff. 90, well, they're doing very well in this poll. 90% claim to be normal or very good or okay. Also zumindest behaupten 90% jetzt, die hier dabei sind im Poll, in der Umfrage, dass es euch gut geht oder neutral, dass es okay ist für euch. So just one other thing, I just want to find out how much, whether you're already taking your treatments or you're teaching online, because then that will give me an idea of, you know, how much we can help you. Also die nächste Umfrage jetzt Poll 3 ist, habt ihr bisher schon online behandelt oder online unterrichtet, damit Cliff sich darauf einstellen kann, wie er am besten hier weitermacht. Okay, look, it's okay. So we've got
around 1/3 of you already are taking teaching or treating online. Also fast ein Drittel von euch behandelt schon online oder unterrichtet online. But about 2/3 of you either are not doing it or you're not doing it yet. Und 2/3 tun es nicht, also 50% eher nicht oder eben vielleicht noch nicht. Okay, so hopefully in this next hour or next 55 minutes, we're going to be able to give you the tools, if you're not doing it, to just start immediately and start using your skills to help your community. Und falls ihr es eben noch nicht tut, wollen wir gerne die nächsten 55 Minuten nutzen, euch die Werkzeuge an die Hand zu geben, wie ihr das tun könnt und wie ihr dadurch eure Gemeinschaft, eure Community, Shiatsu Community unterstützen könnt. Okay, the first thing I want to really share with you is it is totally possible to do this. Und was ich euch wirklich als erstes mitteilen möchte, es ist absolut möglich, das zu tun. New Energy Work here in the UK, we've been working with the Shiatsu College, which is a big Shiatsu school with 5 branches. Wir hier im Vereinigten Königreich haben mit der Shiatsu-Schule zusammengearbeitet und die hat 5 verschiedene Zweige, ist eine ziemlich große Schule. And we've just completed 2 weekends of training, 2 full weekends of training successfully. Und wir haben gerade 2 Wochen volles Training, sehr intensives Training hinter uns gebracht. And the students are very happy. Und die Schüler sind wirklich sehr glücklich darüber. Okay. In fact, when we did a poll at the end of the last weekend, 80% of the people said that they thought the teaching weekend was either awesome or very good. 80%. Also und am Ende dieser Online-Seminare, dieses Weiterbildung, haben wirklich 80% fanden es wirklich wunderbar oder absolut hervorragend und hilfreich, das gelernt zu haben. Okay, and we're all working here with clients using distant Shiatsu methods as well. So we are able to look after our clients as well, and that's going really well too. Und wir benutzen auch Shiatsu-Fernheilung und mit unseren Klienten und das läuft auch richtig gut. Okay, and what we've done is we're basically doing 2 types of treatments. We're doing what we call self-Shiatsu supervision. Also wir machen 2 verschiedene Arten von Shiatsu. Das eine, was wir eben ist Energiebehandlung unter Anleitung oder unter Supervision, Eigenbehandlung unter Supervision nennen. Okay, and I'll talk about a little bit more about that later, how we do that. Und darüber werde ich später noch ein bisschen sprechen, wie wir das machen. And we're also doing sessions like distant healing sessions using the Shiatsu modality. So we're using a Shiatsu structure for distance healing. Und was wir auch machen, ist Shiatsu-Fernbehandlung und dafür nutzen wir die verschiedenen Modalitäten, die wir im Shiatsu haben. Okay, and Shiatsu e-learning is something we've been doing for 20 years, so it's something we're very relaxed with and something we've been doing for a long time. So. Und das ganze Shiatsu e-learning, also Lernen über das Internet, macht Cliff oder macht die ganze Community schon seit 20 Jahren und deswegen haben sie sehr viel Erfahrung damit und sind damit sehr erfolgreich. Okay, so let's just talk a little bit about the Shiatsu supervision, things that we're doing. Und lass mich erstmal ein bisschen über diese Shiatsu-Supervision sprechen. This is a session where it's best to have a video link. It's not necessary, but it's best to have a video link like FaceTime or WhatsApp video or Skype or whatever. Also wenn ihr das macht, ist es hilfreicher, es ist nicht unbedingt nötig, aber es ist auf jeden Fall hilfreicher, wenn ihr einen Videolink habt, also zum Beispiel über Zoom, über FaceTime, über Skype oder was auch immer, WhatsApp. Okay, and you can structure it how you like. Normally what we do is we do a questioning, visual diagnosis, finding out how the person is. Und ihr könnt es so machen, wie ihr das gerne möchtet, aber wir machen es einfach natürlich visuell, also visuelle Diagnose, die andere Diagnose, wie auch immer ihr das sonst macht. Okay, and then what we do is we direct the client to do self-Shiatsu and exercises under our direct supervision. Und dann leiten wir den Klienten an, dass er eben Shiatsu macht oder Übungen macht im Shiatsu unter unserer Anleitung, also mit der Anleitung. So for example, if you were my client, also zum Beispiel, wenn du jetzt meine Klientin wärst, okay, what I would do is I'd get you to lie down. Dann würde ich dir sagen, leg dich erstmal hin. Okay, I would then lie down here. Und dann würde ich mich hier so hinlegen.
And then I would direct you to feel different parts of your body, Und like the hara. dann würde ich dich anleiten, sozusagen in verschiedene Teile deines Körpers hineinzuspüren, auch in dein Hara. Tell me what you're feeling. Und erzähl mir dann, was du fühlst. And then you can direct the client to do self-shiatsu. Und dann könnt ihr den Klienten anleiten, selbst Shiatsu zu machen. And you can do an entire session like that. Und so könntet ihr eine ganze Shiatsu-Sitzung machen. It's extremely powerful and works really well. Es ist wirklich sehr kraftvoll und funktioniert tatsächlich sehr gut. The other thing you can do is if you've identified an element or a diagnosis, Und wenn ihr ein Element identifiziert habt oder eine Diagnose habt, you can get them to do exercises with you. dann könnt ihr mit ihnen zusammen Übungen machen. Yoga, Qigong, Douyin, whatever it is that you think's best for them. Und dann, was immer ihr denkt, was am besten für sie ist, ob es Yoga ist, Qigong oder Do-In, was auch immer. So it's sort of a mixture of, it can be just a mixture of self-shiatsu, exercises, Qigong, whatever you think they need. Und es kann eine Mischung sein aus Shiatsu, Übungen, Do-In, was auch immer ihr denkt, was am besten hilfreich ist jetzt in dem Moment. And you can be as creative as you like in what you do within that session. So it's really up to you, and it works really well, especially if the client needs more like one-to-one talking and actually to have some physical work done under supervision. Could you cut it down little shorter, Cliff? Sorry. Yeah, I don't sit next to you, so I can't hit you this time. So you can't hit me. No. There should be an emoji. There should be a punch emoji. Yeah, put in a punch emoji. I just press it and say stop. Sorry, I thought I was doing really well for a while. You were as usual, but just 1 minute later. I'm just getting excited. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. All right. So we start again. Okay. It works. These type of sessions work really well. Also diese Arten von Sitzungen funktionieren wirklich sehr gut. Yeah. Annette when we used to do translations in the classroom, I told her to hit me if I made the sentences too long. Also wenn ich normalerweise die Kurse, als Cliff noch live war in Deutschland und wo auch immer Kurse gegeben hat, dann hatten wir den Deal, wenn er zu lange redet, dann soll ich ihn einfach irgendwie hauen sozusagen, damit er stoppt, damit ich eine Chance habe für die Übersetzung. Deswegen schauen wir jetzt mal, wie wir das hier hinkriegen, weil ich kann ihn jetzt nicht hauen. By the end of the weekend, I had a sore arm here. No, you didn't. I didn't. I just put that in. Er hatte natürlich keine blauen Flecken am Arm. Das war nur ein Witz. Okay. Okay, so you want to structure your self-shiatsu supervision sessions. Also ihr wollt eine Struktur bringen in die Supervisions-Shiatsu-Sitzung, die ihr gebt. You can do all your normal diagnosis, visual, questioning. Ihr könnt alle eure normalen Diagnosen machen, also visuell, Fragen stellen und so weiter. You can even do setsushin, because you can say to them, feel under here, feel here. Does this feel painful? Ihr könnt zum Beispiel auch sagen, hier, mal setsushin, fühlt genau hier, am Diaphragma, am Rippenbogen, wie fühlt sich das an? Wie ist das? The treatment can be self-shiatsu, do it with them. Do it with them. Also die Behandlung kann selbst Shiatsu sein, praktisch selbst Shiatsu geben, und ihr könnt es, wie Cliff es gezeigt hat, ihr könnt es einfach mit ihnen dann zusammen machen, die Behandlung. And make sure you do an assessment at the end. Und dann stellt sicher, dass ihr auf jeden Fall eine Einschätzung macht am Ende. It's a very good idea to ask the client to tune into their energy and to maybe draw a picture or something of how they're feeling. Also es ist wichtig, dass ihr euch wirklich darauf einschwingt, auf die Energie eures Klienten, und dann vielleicht eben guckt, dass ein Bild gemalt wird am Schluss von der Energie. Then at the end, get them to scan again, and hopefully their picture will be different. Und wenn sie dann, auch wenn ihr sie anleitet, dass sie dann am Ende nochmal ihren Körper durchscannen im Vergleich zum Anfang und dann nochmal ein Bild malen, wie sich das Ganze anfühlt, wie das aussieht, dann ist es hoffentlich anders, sieht das Bild anders aus als am Anfang. Okay, and then always important to give recommendations. By the end of the session, you'll have a clear idea of what to recommend them. Und dann gebt auf jeden Fall immer Empfehlungen, stellt sicher, dass ihr am Ende der Sitzung immer klar seid, welche Empfehlung ihr jetzt am besten gebt.
Okay, and those recommendations, what we do is at the end, we send an email with recommendations, a summary of the session and recommendations. Und dann am Schluss senden wir dann eine E-Mail an unsere Klienten mit einer Zusammenfassung der Sitzung, was wir gefunden haben, was wir diagnostiziert haben und eben mit den Empfehlungen, was sie am besten machen sollen. What I like to do is if I can think, oh, they need some yoga for the heart meridian, I Google it, find an amazing video, and then I put a link in. Also wenn ich zum Beispiel denke, dass Sie jetzt Yoga machen sollten, eine bestimmte Yoga-Übung für den Herzmeridian zum Beispiel, dann google ich und gucke, wo gibt es das beste Video online dafür und schicke Ihnen, meinen Klienten, dann den Link dafür. You can almost always find a YouTube video that will show them how to do the exercise you want them to do. Also ihr findet auf YouTube fast alle Übungen, die ihr euch denken könnt, die man sich vorstellen kann, die gut sein könnten für eure Klienten. Also je nachdem, was ihr denkt, was gut ist, guckt auf YouTube und schickt ihnen dann den Link. Okay, and these sessions work really, really well. Und diese Sitzungen funktionieren wirklich ganz hervorragend. Okay, so maybe we could have any questions about this first. Are there any questions, Vicky, at all? Gibt es irgendwelche Fragen bis jetzt? Habt ihr Fragen? Just one came in here. Yeah, okay, what And does then it say? you want to translate? Okay, I'm just going to look. From Karin? Okay. Where if there's pain at the backside of the body, what do you do then? Like. Okay, I'll show you what I do. Like, this is what you either have to use your own body weight or you have to give them an exercise. Okay? Ihr müsst entweder euer eigenes Körpergewicht nutzen oder ihr müsst ihnen eine Übung geben. Take the fists. Nehmt die Fäuste, so wie Cliff das gezeigt hat. Und dann legt ihr euch auf die Fäuste drauf. Oder der Klientin. Oh, that's great. Das ist ganz wunderbar. Okay, if you can lie down, you should try this. It really does feel good. You have to be pretty flexible to get up the top, though. Okay. Ihr müsst es ausprobieren, also die Fäuste hier unter den Rücken, und ihr müsst aber sehr flexibel sein, wenn ihr dann bis ganz nach oben kommen wollt mit den Fäusten an der Wirbelsäule entlang. Tennis balls, you know? Oder Tennisbälle könnt ihr nehmen hier für den oberen Bereich. Or if it's something that you can't reach, then you'll have to think of an exercise that they can do, like a yoga exercise. Und wenn es irgendwas ist, wo sie dann nicht hinkommen können, wo sie nicht drankommen können, dann denkt zum Beispiel, was Cliff gerade jetzt gezeigt hat mit dem Katzenbuckel und wieder durchhängen, findet eine Übung, die sie dafür machen können. But of course, the thing is, because you're a Shiatsu practitioner, you can be more sophisticated about it because you can think, okay, why have they got that pain in the back? Oh, it's in the middle of the back. I think it's the heart meridian. Und ihr könnt euch natürlich, weil ihr ein bisschen ausgeklüftet und auch mehr in der Tiefe euch damit beschäftigt, als Shiatsu-Praktizierende überlegen, warum haben sie diesen Schmerzen, wo genau ist der Schmerz im unteren Rücken, im mittleren Rücken, in der Brustwirbelsäule. Vielleicht hat das ja auch mit dem Herzmeridian zu tun. Heart 1. Herz 1 zum Beispiel. Very, very good point for releasing the back, mid-back. Und das ist Herz 1 in der Achselhöhle, ist ein wunderbarer Punkt, um eben Schmerzen im mittleren Rücken, also in der Brustwirbelsäule, zu lösen. Oder diese Dehnung für den Herzmeridian, die Cliff gerade zeigt. Working the heart channel, heart 7. Herzmeridian arbeiten, Herz 7 zum Beispiel. Don't forget the body's completely connected. If you know the meridian system, you know that you can work distal points to treat the back anyway. Und vergesst nicht, dass der Körper ja wirklich verbunden ist mit allem, und denkt dann nicht nur an den Rückenschmerz lokal, sondern denkt daran, dass ihr eben auch in der Distanz den Rückenschmerz behandeln könnt. Zum Beispiel jetzt hier wie am Herzmeridian, Herz 7 oder ähnliches, je nachdem. Okay, so let's go on to distant healing now, Shiatsu distant healing. Dann gehen wir jetzt über zur Shiatsu-Fernheilung. Okay, this is one of my favorite methods of working. I've been doing it for many, many years, probably over 20 years I've been doing this. I just didn't tell anyone. Das habe ich eigentlich schon die letzten 20 Jahre gemacht, aber ich habe es bisher niemandem verraten. Of course, now it's not the time to, keep things back. Now's the time to share things that can create change. Und jetzt ist aber nicht mehr der Zeitpunkt, Dinge zurückzuhalten, sondern jetzt ist wirklich der richtige Zeitpunkt, um die Dinge mitzuteilen. You'll be very surprised how powerful
Shiatsu distance healing can be. Und ihr werdet sehr überrascht sein, wie wirklich kraftvoll, machtvoll Fern-Shiatsu sein kann. You'll find you can use all the skills you've learned in Shiatsu and you can apply them into distance healing. Und ihr könnt alles, was ihr im Shiatsu gelernt habt, anwenden, um dann in die Fernheilung zu gehen. I'll tell you a story in a minute of how I developed it, but many other Shiatsu therapists I know do these type of sessions. Also ich erzähle euch gleich eine Geschichte dazu, wie ich dazu gekommen bin, zu dieser Fernheilung. Aber es gibt viele andere Shiatsu Praktiker und Praktizierende, die das auch bereits anwenden, die mit Shiatsu-Fernheilung arbeiten. Okay, and again, you want to have some kind of structure to hold the session. Aber nochmal zur Wiederholung, ihr braucht wirklich trotzdem eine Struktur, um dieser Sitzung einen Rahmen zu geben. Normally, I just phone the person up. I don't usually have a video link. It's best just to call them or even just text them, SMS them. Also, was ich mache, ich rufe sie einfach an oder ich schicke ihnen eine SMS. Okay, I prefer this myself to doing these treatments. I prefer this method, but it depends on the sensitivity of the client and the kind of client you have. Some clients really are very good at accepting it and some people are not. So it just depends on the client. Also Cliff persönlich bevorzugt tatsächlich nur anzurufen oder einfach eine SMS zu schicken und dann zu behandeln. Aber das hängt natürlich auch von euren Klienten ab, von der Empfindsamkeit eurer Klienten und wie diese damit umgehen. Okay, I should tell you how I used to do it back years ago, 20 years ago, how I used to do it. Okay, ich erzähle euch, wie ich das gemacht habe, wirklich schon vor 20 Jahren. I used to imagine the client was here. Ich habe mir vorgestellt, dass der Klient da auf der Matte liegt. Take a pillow. Dann nehmt ein Kissen. Okay, and the pillow is the hara. Und das Kissen ist das Hara. Okay, and then I'd align myself. Dann richte ich mich aus. Do all the normal things. Align, quieten your energy field down. Ich richte mich aus, ich gucke, dass sich meine Energie beruhigt, dass ich mich setze, niederlasse in mir selbst. Bring the energy of the person into the room. Und dann gucke, welche Energie die Person in den Raum bringt. Okay, and then I used to do the Hara diagnosis on the pillow. Und dann habe ich die Hara-Diagnose auf dem Kissen gemacht. The first time I did it, I was almost in shock. Als ich das erste Mal gemacht habe, stand ich fast unter Schock. The pillow showed me exactly the Kyonjitsu of the person. Das Kissen hat mir genau Kyonjitsu von der Person gezeigt. Suddenly I realized what those voodoo dolls were. You know, when they stick the pin in the doll? Kennt ihr diese Voodoo-Puppen, wenn die Nadeln in diese Puppen reinstecken? Da plötzlich wusste ich, wie das funktioniert. I was convinced that if I stuck a pin in this pillow, ich war überzeugt, wenn ich jetzt eine Nadel in dieses Kissen reinhaue, my client 100 miles away, dann würde mein Klient oder Klientin 100 Meilen entfernt, would go, oh, what was that? würde dann aufschreien und denken, was war das? It was such a close connection energetically, you know? Es war energetisch so eine nahe Verbindung. And then what I did then was I worked around as if their body was in the room. Und dann habe ich wirklich an ihnen gearbeitet, so als wäre der Körper wirklich hier in meinem Raum. Okay? But after about 10 years of doing that, I thought, actually, do you know, I don't really need to do that. Und nach 10 Jahren dachte ich mir, eigentlich brauche ich das gar nicht zu machen. So now I work in a different way. I stand up and I imagine the client in front of me. Jetzt mache ich das anders. Ich stelle mich hin und stelle mir vor, der Klient steht vor mir. Okay, and I do the Hara diagnosis like this. Und dann mache ich die Hara-Diagnose wie üblich. Scan the field. Und scanne das Feld. Scan the chakras. Und scanne die Chakren, wenn ihr das You möchtet. can do anything you normally do. Also ihr könnt Anything you normally. alles machen, was ihr normalerweise macht. Check the vibrational levels. Und überprüft die Vibrationsebenen. Okay, and yesterday I was doing one. I got halfway through the session and I could feel this block, emotional block on the front of their body. I could feel their body. I could feel the emotional block here. Gestern habe ich so eine Sitzung gemacht und nachdem ich ungefähr die halbe Sitzung schon hinter mich gebracht habe, habe ich hier vorne diesen emotionalen Block, diese Blockade gespürt.
And so I wanted to check to see which meridians resonated with that. Und dann wollte ich überprüfen, welcher Meridian damit in Resonanz ging. I put my hand on the block and I checked the hara. Und For the dann habe ich resonances. die Hand in diesen blockierten Bereich gelegt und habe das Hara überprüft, welcher Meridian reagiert. So you can just apply anything that you normally do in the session. It works really well. Und ihr könnt all das anwenden, was ihr normalerweise auch in der Shiatsu-Sitzung anwendet. Das funktioniert wirklich sehr gut. Okay, and the thing is, what I usually do is I work for about 40 minutes maximum. I record every 10 minutes. I write down what I'm doing. Oh, look, I've got one right here. This is one I did. Normalerweise arbeite ich, I'll take the name out. behandle ich für 40 Minuten. Ich nehme mir 40 Minuten Zeit und alle 10 Minuten schreibe ich dann auf, was ich mache oder was ich gerade gemacht habe. This is the form I use. So I do a diagnosis. So I've done the vibrational levels diagnosis and a hara. Das ist, ich habe Vibrationsebenen gecheckt und Hara-Diagnose. Actually, I can't really see it, Cliff, but maybe it's my bad eyes. No, well, I can send you this. I can send you that. Okay. Yeah. So then I work, and then I work here. There's, here. There's different times and different things I did, and I draw things what happens, and then at the end, Okay. I draw a picture of them at the end. Okay, ich habe hier an der Seite, wenn ihr das sehen könnt, habt ihr eben alle in der 40-Minuten-Sitzung alle 10 Minuten was aufgeschrieben und dann aufgeschrieben, was er gemacht hat. Und dann am Ende der Sitzung nochmal eben so ein Bild gemalt, wie es jetzt am Schluss sich anfühlt oder aussieht. I can put this form up on the website. So you can download it if you want to use something like this. Also ich kann das online stellen, so gern könnt ihr es euch runterladen und falls ihr das benutzen wollt als Vorlage sozusagen. Then what I do is I take a photo using my phone. I take a photo of this and I email it to the client. Und mit meinem Telefon mache ich dann ein Foto zum Beispiel auch von dem, was ich aufgeschrieben habe und gezeichnet habe und schicke es per E-Mail an meinen Klienten. Okay, and the interesting thing is that I've had a lot of experiences of me feeling things in the session, me writing them down, and then my client telling me something that happened that fits exactly with what I felt without them seeing this. You know what I mean? So. Und erstaunlicherweise war das dann sowas von dem, was ich aufgeschrieben habe, was ich gemacht habe, was ich gefühlt oder gesehen habe, hat oft dann wirklich genau mit dem übereingestimmt, was der Klient oder die Klientin gefühlt hat, und zwar bevor sie es auf meinem Papier dann gesehen oder gelesen hat. The thing I really like about these sessions is they are, as you probably know. Und das, was ich wirklich mag an diesen Sitzungen, das wisst ihr wahrscheinlich, warum. Don't tell the clients, but why we do Shiatsu is mainly because it makes us feel good. Erzählt es nicht euren Klienten, aber warum machen wir Shiatsu? Hauptsächlich, weil es sich für uns gut anfühlt. And when you do one of these distance sessions, you get the same, very similar or the same feeling as when you do a normal session. Und wenn ihr diese Shiatsu-Fernheilung macht, diese Fern-Behandlung, kriegt ihr wirklich genau das gleiche Gefühl oder den gleichen Effekt auch wie in einer normalen Shiatsu-Behandlung. It's a bit like doing Qigong for 40 minutes. Es ist so ein bisschen, als würdet ihr für 40 Minuten Qigong machen. I always feel better myself when I finished. Ich fühle mich immer besser selber danach, wenn ich die Behandlung gegeben habe, wenn ich damit fertig bin. So obviously I like that. So, es sieht also aus, dass Cliff das sehr gut gefällt. So yeah, a couple of questions. What have we got? 2 questions. Yeah. Annette, ob die Klienten sich hinlegen sollen zur selben Zeit und ausrichten auch? Cliff, do you have the clients, should they lie down and also align themselves when you give the distance healing treatment? Yeah, I recommend they do that. I recommend that they keep warm, lie down and stuff. And yeah. Also das ist das, was ich Ihnen empfehle, dass Sie sich eben warm und bequem anziehen, dass es Ihnen warm genug ist und dass Sie sich eben auch hinlegen. I used to call them up at the end of the session, but now I don't do that. Früher habe ich sie dann angerufen am Ende der Sitzung, aber heute mache ich das nicht mehr. Because it's better to let them rest. Just let them rest as long as they want to, and then they can look at the email and contact you later. Weil ich denke, es ist besser, dass Sie
dass sie einfach ruhen, dass sie nachruhen, solange sie möchten und eben nicht unterbrochen werden. Und dann können sie ja später lesen, wenn ich ihnen das schicke, was ich aufgeschrieben und gezeichnet habe, per E-Mail. And what was the other question? How long is it? How long do you do this? Okay. I've done it different ways. Like how long? Do you mean like how long for 40 Yeah. minutes? Because I think he already answered It's going that. to work No? for 40 minutes. I usually allow an hour. It takes about 10 minutes to do the diagnosis. Also normalerweise Ja. nehme ich mir eine Stunde Zeit. Das dauert ungefähr 10 Minuten, um eine Diagnose zu machen. And then you can work for about 30 to 40 minutes. Und dann die tatsächliche Behandlung ist dann so 30 bis 40 Minuten. But you won't be able to keep full concentration up for that amount of time because it will be too tiring. Und ihr braucht wirklich eine hohe Konzentration dafür, wenn ihr das macht. Und deswegen wird es dann auch schon sehr ermüdend. So I usually work in 10-minute sections. So I might tune in, work very intensively for say 5 or 6 minutes. Und dann schwinge ich mich wirklich ein und arbeite sehr intensiv, zum Beispiel für 5 bis 6 Minuten. Then I'll just have a little break. I'll write up what's happening. Und dann mache ich eine kleine Pause und schreibe auf, was gerade passiert. And then when the next 10-minute section comes up, then I'll go back into the zone again. Und wenn die nächste 10 Minuten Teil der Behandlung kommt, dann stimme ich mich sozusagen wieder ein und gehe wieder intensiv rein. But that's exactly like a regular session, because in a regular session, you're not going all the time, are you? Und das You ist know what I mean? aber eigentlich auch so wie in einer ganz normalen, wie in einer regulären Behandlung, da geht der ja auch nicht so, wie Cliffs gerade zeigte, permanent die ganze Zeit voll Stoff rein. Yeah, you might work a bit on the shoulder, release something, and then you relax a bit, let it settle in and stuff, and do a bit Ihr more behandelt dann intensive. zum Beispiel an der Schulter irgendwas und wenn sich was in Bewegung setzt, dann entspannt ihr euch und arbeitet ein bisschen entspannt auch am Meridian entlang, sodass das Ganze irgendwie integrieren kann. Yeah. So, yeah. Noch Are there any other questions? Meine Klienten sind eher skeptisch und schauen so komisch, wenn ich Fern-Shiatsu erwähne. Wie erkläre ich, wie es funktioniert? Well, my clients are rather skeptical when I talk about distance healing concerning Shiatsu. So how can I convince them, or how, you know? Don't do it. Just do the self-shiatsu coaching one, the self-shiatsu supervision. Wenn sie das nicht mögen, dann mach es nicht. Auf jeden Fall, wenn sie skeptisch sind, dann mach einfach das mit der Supervision, also mit der Anleitung, mit Selbst-Shiatsu, was wir vorhin gemacht haben. I wouldn't bother. You don't need to convince anyone. I mean, I Ihr never braucht used to. niemanden dazu überreden oder überzeugen, wenn sie das nicht möchten. Before the virus, I didn't used to tell anyone I did it. I only used to do it if people asked me. Also bevor das mit dem Virus jetzt kam, habe ich das niemandem erzählt, dass ich das mache, sondern nur die Leute, die mich darum gebeten haben, eben das zu tun. So I wouldn't. If people are skeptical, you don't want to do it. Do the self-shiatsu supervision sessions with them, with that type of client. Also wenn eure Klienten das nicht mögen oder wenn sie skeptisch sind, dann bleibt einfach dabei, dann macht das Selbst-Shiatsu, die Eigenbehandlung unter Supervision, unter eurer Anleitung mit ihnen gemeinsam. That can be quite good as well, because if you do the session with them, Also wenn ihr dann die Sitzung praktisch zusammen mit ihnen macht, okay, and the exercises with them, und auch die Übung mit ihnen dann gemeinsam macht, you feel pretty good too dann at the end. fühlt ihr euch auch am Ende ziemlich gut. So it's win-win. Also es ist eine Win-Win-Situation. Okay. Any other questions? Ja. Ob das Webinar aufgenommen wird? Will there be a recording of the webinar clip? Yes, of course, yeah. Ja, natürlich wird es aufgenommen. Und fühlst du zum Beispiel die Blockaden der Klienten in deinem Körper oder außerhalb? So where do you actually feel the blocks or the blockages of the clients? Do you feel them somewhere out there in the field or inside your own body? No, you feel them outside. Außerhalb. In their field, yes. In ihrem Feld. Also außerhalb des Exactly eigenen the same. Körpers in dem Feld eurer Klienten. Yeah. I tell you what, if you do speak any English at all and you think you can follow it, this evening I'm doing a practitioner's webinar and I'm going to do a training session on we're going to actually do it. So if you can speak even a little bit of English, maybe you could come to that.
Also heute Abend gibt es noch ein Webinar, aber das ist nur auf Englisch. Es gibt keine deutsche Übersetzung. Also wenn ihr ein bisschen Englisch könnt, da wird Cliff das genau erklären und eben auch zeigen. Er wird eine ganze Behandlung durchführen, damit man sieht, wie man das macht. Okay, you'll find that you'll be really surprised. It's so much closer to feeling the person's body than you think. Und ihr werdet wirklich sehr überrascht sein. Man ist wirklich sehr nah dran an dem, wie es sich anfühlt, wenn man tatsächlich den Körper des Klienten berührt. But what I suggest you do is you try it out on a friend first. Find someone who's going to, a friend of yours or another practitioner, and do a swap or something, and then you'll realize how strong it is. Yeah. Und vielleicht, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ist es eine gute Idee, findet einen Freund oder eben auch einen Shiatsu-Praktizierenden und probiert es aneinander aus. Das heißt, tauscht euch aus, der eine behandelt den einen und umgekehrt, damit ihr erstmal ein Gefühl dafür bekommt und das vorher ausprobiert, bevor ihr das an Klienten anwendet. Especially if you do a swap, because you'll feel the effects and you'll be very surprised how strong it is, I'm sure. Und wenn ihr also in Austausch geht, dass ihr also euren Bekannten oder eure praktizierende Freundin behandelt und aber auch selbst dann mit Fernbehandlungen behandelt werdet, am besten, dann habt ihr selbst schon mal ein Gefühl davon bekommen, wie das ist, weil ihr es selbst schon gefühlt habt, wie es wirkt. Is that a question from Karen there? Is that saying what price do you charge? Yeah. If you take the same price like for a normal session. Yeah. Okay, well, the thing is, before the virus, I used to do that. I used to just charge the same amount. Also bevor das mit dem Virus kam, habe ich den gleichen Preis genommen wie für eine normale Shiatsu-Behandlung. Because it was the same. I mean, it's the same. In fact, some of the clients actually found them more powerful than when they came in here, because it's less distracting physically and you get a really strong, energetic session. Also für einige Klienten war es sozusagen noch intensiver, die Behandlung, die Sitzung, als wenn sie tatsächlich zu uns in die Schule kommen, in den Behandlungsraum und sich dorthin legen, weil es zu Hause weniger Ablenkung gibt. Man liegt da und konzentriert sich nur auf die Behandlung, die man bekommt. But now in this special situation, what we're doing in the whole of the Shiatsu Center here is we're working purely for donations. Aber was wir im Moment machen aufgrund der Virussituation, wir arbeiten praktisch auf Spendenbasis. Okay, most of my clients, you see, because quite a lot of my clients have got no money because they can't work. So I'm just doing it for donations. Und die meisten meiner Klienten haben jetzt kein Geld, weil sie eben im Moment keine Arbeit haben aufgrund der Situation. Und dann mache ich es einfach, behandle ich nur auf Spendenbasis. But the clients that are not who don't have a financial problem, maybe they're retired with a fixed pension. Und für die aber jetzt keine finanziellen Probleme haben, zum Beispiel Rentner, die einfach ihre Rente bekommen oder ihre Pension bekommen, then we've been suggesting that they donate what they normally would what we'd normally charge them, and we've not had any problem with that. The people are just very happy to donate that amount. Und die haben wir einfach gebeten, dann vielleicht das zu spenden, wenn sie das können, was sie eben normalerweise auch für eine Shiatsu-Behandlung bezahlen würden. Und damit gab es eigentlich kaum Probleme. Okay, but if you're in doubt, you're not confident, you want to try it, do a swap and you'll feel it. And then after that you'll go, whoa, right. Also wenn ihr noch Zweifel habt, sucht euch wirklich einen anderen Shiatsu-Praktizierenden und tauscht aus. Also behandelt euch gegenseitig. Einmal behandelt ihr Fern-Shiatsu, einmal bekommt ihr Fern-Shiatsu und dann werdet ihr wirklich überrascht sein, was ihr dann fühlt und wie es wirkt. And I'll tell you what it will do for you. I'll tell you what it will do for you. In a positive way. Und ich werde euch sagen, was es mit euch macht, auf positive Art und Weise macht. You will realize how much of your normal Shiatsu session is pure energy work. Ihr werdet realisieren, wie viel Prozent sozusagen eurer Shiatsu-Behandlung wirklich reine Energiearbeit ist. Because when you've got the body there and you're touching the body, that distracts you and you think what's happening is physical. A lot of what's happening you think is physical and it's not. Wenn ihr eben diesen Körper vor euch liegen habt in einer normalen Shiatsu-Sitzung und natürlich ihn berührt beim Shiatsu, dann werdet ihr durch den Körper oft auch abgelenkt und denkt, dass das, was passiert, tatsächlich alles körperlich ist. Aber ist es meistens nicht, sondern es ist eben meistens energetisch. So it's a fantastic opportunity for you to develop your energy work. Sorry, I couldn't hear. That was an interruption. I couldn't hear. What did you say? Sorry, yeah, it's a fantastic opportunity. Look at it as an opportunity to develop your energy work. It's a great Also seht opportunity. einfach es als eine Gelegenheit,
dass ihr einfach eure Energiearbeit weiter verbessern könnt, noch mehr vertiefen könnt. Okay, so let's move on to Shiatsu e-learning for those of you who are teachers or heads of schools. Dann kommen wir jetzt zum Shiatsu e-learning, Lernen das Internet online, für diejenigen, die Leiter einer Schule sind oder eben eine Schule haben, unterrichten. Okay, I'm very enthusiastic about online learning. Und ich bin wirklich sehr enthusiastisch dabei, wenn es eben um Online-Lernen geht. If it's approached in the right way, it can match or surpass. It can be as good as or better than face-to-face teaching. Und je nachdem, wie man es gestaltet, kann es wirklich noch auf jeden Fall an das heranreichen, wenn man wirklich 1:1 unterrichtet, in normalen Schulen, im eigentlichen Raum. Noch besser, noch effektiver sein, wenn man es online gezielt ausrichtet. Not only is it possible, but it gives you an opportunity to develop your teaching skills. Und es ist nicht nur möglich, sondern es gibt euch auch die Gelegenheit, wirklich eure Lehrtätigkeit, eure Fähigkeiten im Lehren, im Unterrichten einfach noch zu verbessern. Okay, and it's also a really good opportunity for you to develop creativity in what you're doing, creativity. Und eben auch noch mehr Kreativität zu entwickeln in dem, was ihr tut. Okay, now let's get a little bit technical here first, and I'll explain the different types of e-learning. Also jetzt werden wir erst ein bisschen technisch. Ich erkläre euch die verschiedenen Arten vom Online-Lernen. Okay, so basically there's a big range of e-learning. Es gibt wirklich eine weite Bandbreite, was alles das E-Learning betrifft oder das Online-Lernen. On one extreme, it can be very, very content-based, so lots of content. Also das eine Extrem könnte zum Beispiel sein, dass es eben sehr inhaltsbezogen ist, also sehr viel Inhalt. They could be very fixed activities. Und eben sehr festgelegte Aktivitäten. Okay, watch this video, read this book, do this, do that, do that. Also zum Beispiel eben schaut euch dieses Video an, lest dieses Buch, macht dieses und jenes. The teacher is center of it and it's teacher-centered or teacher-controlled. Und das heißt, es ist einfach sehr lehrerzentriert. Der Lehrer ist in Kontrolle, der Lehrer steht im Zentrum von dem Ganzen. That makes it very linear. Und das ist dann eher so ein lineares Lernen, so eher flach. On the other extreme, Auf der anderen Seite oder das andere Extrem wäre dann, you can have a process-based approach. Dann könnt ihr einfach prozessbasierend arbeiten. A very flexible lot of activities. Und sehr viele flexible Aktivitäten haben. Okay, I'll give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. Content-based learning about the fire element. Also zum Beispiel inhaltsbezogen lernen über die 5 Elemente. Watch this video or read this article. Schaut euch dieses Video an, lest diesen Artikel. Take this quiz and you have to get 90% to pass this quiz. Und dann macht diesen Quiz, dann müsst ihr den bestehen. Ihr müsst 90% davon richtig beantworten. Sonst habt ihr ihn nicht bestanden. Process-based. Und auf der anderen Seite, wenn es eher prozessorientiert ist, the teacher takes them into an experience of the fire element inside their body. Dann führt der Lehrer sie so an, die Schüler so an, dass sie wirklich in eine Erfahrung des Feuerelements machen, selber durch eine Übung in ihrem Körper. Okay, you turn the computer off for 20 minutes. Und dann schaltet ihr den Computer aus für 20 Minuten. This is what I use when I'm teaching a long workshop and I want to give them a break. I cover the computer up with a blanket like this. Also wenn ich eben jetzt Unterricht gebe online, dann und es wird zu viel sozusagen, was ich dann mache, dann hänge ich wirklich diese Decke dann über den Computer, um das abzudecken. Okay. In the next 20 minutes, I want you to leave the computer, search in your house and garden and find 3 objects that express the fire element. Also was ich jetzt möchte, geht jetzt in eurem Haus rum, im Garten rum, draußen rum und findet 3 Objekte, 3 Dinge, die für euch jetzt in Bezug stehen mit dem Feuerelement. Okay, so you change the activity, the student becomes the center and it becomes a creative experience for them. Also ihr verändert sozusagen die Aktivitäten, es wird kreativer und dann steht der Schüler im Zentrum dieser Erfahrung, die er selber macht. Okay, so there's a big range of what you can do.
Also es gibt wirklich eine weite Bandbreite, was ihr tun könnt und wie ihr es tun könnt. Okay, it helps if you're a trained teacher because then you understand about objectives and assessment. Und wenn ihr also ausgebildete Lehrer seid, dann habt ihr eben, oder wirklich ihr im Lehren ausgebildet seid, dann wisst ihr eben, wie man diese Ziele setzt oder einschätzt und wie man dann eben auch die Einschätzung macht oder die Untersuchung am Schluss, die Auswertung macht. Okay, if you have the idea that student learning relies on you being there and telling them everything, okay, then you're going to have problems. Also wenn ihr denkt, dass ihr eben Lehrer seid und die Schüler jetzt total von euch abhängen und das nur von euch lernen können, dann habt ihr ein Problem. Okay, but if you think about learning as giving power to the students to find out things, and you're just going to create an atmosphere around them and resources around them to encourage them to discover, it's a different thing. Aber wenn ihr es eben anders gestalten wollt, dass ihr eben so gestaltet, dass die Schüler dann eben in den Mittelpunkt kommen, dass sie Erfahrung machen können durch das, wie ihr sie anleitet, wie sie ihre Ressourcen entwickeln können und durch verschiedene Übungen eben dann eine tatsächliche Erfahrung von dem machen, was ihr ihnen beibringen wollt. Okay, and then the delivery part in the middle, the resources and the delivery between the objectives and assessment. Also wenn ihr euch das anguckt, eben zwischen den Ressourcen, also die Ressourcen entwickeln oder hervorbringen und dann Übermittlung, wie übermittelt man das und dann eben die tatsächliche Einschätzung und auch Auswertung am Schluss. That's a lot of space for your creativity. Just what kind of different activities can you create that will enable them to have that learning? Und da ist wirklich eure Kreativität gefragt. Wie könnt ihr das gestalten, damit die Schüler eben diese Erfahrung machen, die ihr möchtet, dass sie gerne machen, und zwar eben selbst erfahren durch Übung. Okay, so now some more technical stuff. Okay, ready for technical? Jetzt kommt noch mehr Technisches. Okay, before we do that, I just want to know whether you're doing okay. Is everyone okay? If you're okay, I want you to put a thumbs up in the chat. There's a emoji. Also wenn ihr noch okay seid, wenn es euch gut geht, macht sozusagen so ein Daumen hoch Zeichen im Chat, dann weiß Cliff, wenn er das sieht, er kann weitermachen. Not too fast, everyone happy? Ist es nicht zu schnell? Ist jeder happy? Seid ihr glücklich? Yeah, good. Excellent. Okay, we've got 15 minutes left. Okay, wir haben noch 15 Minuten. Okay, basically, I'm going to have to go between these two slides because let's see if I can understand the German. Yeah, I think I can understand the German. Well, I keep the English. Okay, so, yeah, I can just flip backwards and forwards. Well, I keep the English first. We have, yeah, okay, all right, let's have the English, yeah. Okay, so there's different types of delivery. There's two main types of delivery, synchronous and asynchronous. Also es gibt verschiedene Arten von der Art der Übermittlung. Einmal eben synchron, zum Beispiel jetzt wie jetzt durch das Webinar, oder eben asynchron. Okay, and they have advantages and disadvantages. Und dafür gibt es natürlich immer auch Vorteile oder entsprechende Nachteile, je nachdem. Synchronous means it's all happening at the same time, just like in a classroom. Und synchron bedeutet eben, dass alles gleichzeitig passiert, genau eigentlich wie auch in einem Klassenzimmer sozusagen. Okay, asynchronous means you create something like a online course, you put it up on the internet, the students can go to it whenever they want, whenever they have time. Und asynchron bedeutet eben, dass du zum Beispiel einen Online-Kurs kreierst und wenn du ihn fertig hast, dann stellst du ihn online. Und die Schüler oder Praktizierenden können dann eben den Kurs dann machen, wenn sie möchten oder dann, wenn sie Zeit haben dazu. The advantages of synchronous delivery. Aber der Vorteil eben von wirklich Synchronübermittlung is you get a group feel and it's more fun, I think. A group feel and it's more fun. Es gibt einfach eher so ein Gruppengefühl, wenn man das alles synchron, wenn man es gemeinsam erlebt, und es macht vielleicht auch mehr Spaß. The disadvantage is it's technically more risky. Aber der Nachteil ist, dass es technisch ist es dann doch eher riskanter. For example, zum Beispiel, your translator might not be able to get her video camera and audio to work until 1 minute before we go live. Zum Beispiel, dass die Kamera und das Mikrofon der Übersetzerin, obwohl alles eingeschaltet ist und alles grün leuchtet und eigentlich funktionieren sollte, bis 1 Minute vor 13 Uhr nicht funktioniert hat.
But it would have been okay because Biggie could have translated. Aber es wäre okay gewesen, dann hätte Biggie halt übersetzen müssen. She was just starting to sweat. Biggie fing schon an zu schwitzen. Okay, so asynchronous, that means not at the same time. Also asynchron bedeutet eben nicht zur gleichen Zeit. That's online courses is an example. Also Online-Kurse zum Beispiel. The advantage is they can be accessed at any time. Und der Vorteil ist aber natürlich, dass man jederzeit Access, also jederzeit Zugang hat zu diesen Online-Kursen. So, oh no, I can't make it. I've got to, whatever. I can see it tomorrow. I can access it tomorrow or whatever. Je nachdem, vielleicht habt ihr noch einen Termin und schafft es eben eigentlich nicht zeitlich jetzt und dann sagt, dann mache ich das heute Abend oder ich gucke mir das einfach morgen an. The disadvantage is, of course, you have to create it, all the resources to put up there. So it's more work initially and then it's up there. Und natürlich am Anfang, ihr müsst ja erstmal den Online-Kurs gestalten und müsst die ganzen Materialien sammeln. Und bis ihr das dann online stellen könnt, diesen Kurs, ist es natürlich schon mehr Arbeit und viel Zeit und Energie, die man dann reinsteckt. Yeah, so there are advantages and disadvantages. Also, In reality, you tend to use a mixture. You'll probably want to use a mixture. Also es gibt eben jeweils Vor- und Nachteile und in der Realität ist es vielleicht ganz gut, einfach eine Mischung aus beiden zu benutzen. Okay, on Monday evenings we have it's in English, but we have a regular class for teachers, a webinar at 6 o'clock on Monday. Also jeden Montag um 18 Uhr haben wir eine spezielle Klasse sozusagen online für Lehrer, also für Shiatsu-Lehrer. Last night I did a poll and found out how many teachers were using Zoom to deliver their online teaching. Und gestern Abend habe ich dann eine Umfrage gemacht in dieser Lehrersitzung, wie viele Zoom benutzen, um eben zum Beispiel diese Sachen zu übermitteln an die Leute. Okay, and over 80% of the teachers that were on that webinar last night, over 80% were already using Zoom to deliver synchronous online content. Synchronous, ja. 80% der anwesenden oder teilnehmenden Lehrer haben auch wirklich Zoom-Meetings benutzt, um eben dann synchron ihren Schülern irgendwas zu vermitteln. They've just changed they've expanded the free plan basically. So the free plan is enough for most teachers. Und sie haben sozusagen den freien Plan sozusagen im Zoom entwickelt. Das ist einfach möglich für die meisten der Lehrer. Okay, and the thing is, even if you buy the professional one, it's like only £15, it's like 20 euros or 18 euros or something a month, so it's really cheap. Also es kostet, glaube ich, nur 15 oder 18 Euro pro Monat, von daher vielleicht relativ erschwinglich. Okay, I use Demio and Zoom. I've used Zoom and Demio. Demio is more like a webinar platform, so. Also ich selber, sagt Cliff, benutzt Zoom und Demio. Also Demio ist eher jetzt, das was wir jetzt benutzen, ist eben so für eine Plattform. Okay, now if you want to use asynchronous content, in other words, you want stuff up online that people can go to. Und wenn ihr also asynchron eher unterrichten möchtet oder eure Dinge hochladen möchtet, okay, you're going to need somewhere to put that stuff. Dann braucht ihr ja irgendwas, wo ihr diese Dinge hochladen könnt oder wo ihr sie findet. You can put it on your own website. Ihr könnt es auf eure eigene Webseite stellen. Okay, you can link them to it with email to make sure that they, you can just send an email to them, can't you? Like next week, send me an essay on the fire element. I mean, you can do it like that. Oder ihr könnt einfach eine E-Mail verschicken und zum Beispiel nächste Woche schickt mir einfach eine Berichterstattung über das Feuerelement zum Beispiel. Okay, that's a good bit of asynchronous teaching. Das wäre jetzt ein Beispiel von asynchronen Lehren. Das könnt ihr eben dann machen, wann immer ihr das möchtet oder Zeit habt. But if you want a proper professional place that looks like your branded site, you want to use an e-learning platform like Teachable or Thinkific is the one we use, Thinkific. Und um wirklich, wenn ihr so eine richtige Plattform haben wollt für das E-Learning, für das Online-Lernen, dann braucht ihr eben auch eine gute Plattform. Was Cliff jetzt zum Beispiel benutzt, es gibt verschiedene, ist, was hier eben unten steht, ist das Thinkific.
And they've just, again, because of the whole virus thing, they've released their free plan. So now you can get a free plan that's probably going to be enough for most teachers. Again, it's awesome. It's an awesome platform. Also er bekommt dann auch sozusagen einen freien Plan dafür und das ist eine wunderbare Plattform, die ihr dann eben dafür nutzen könnt. You can change it all into German. You know, ihr könnt es dann alles übersetzen ins Deutsche oder wie auch immer, was ihr braucht. It's awesome. Really good. And it's free. Es ist to start. Wunderbar und es ist wirklich sehr gut und es ist wirklich also frei. Ihr könnt einfach, es ist tatsächlich kostenlos. Ihr könnt damit erstmal so beginnen. Okay, online assessment is totally cool. Also eine Online-Beurteilung ist total wunderbar, total cool. I'll tell you a story. My daughters are studying biology and physics at Lancaster University. Meine Tochter studiert Biophysik in der Lancaster Universität. She has to do this test every week. It's online, 20 questions. Also sie muss diesen Test machen online. Das ist 20 Fragen immer jeweils, jede Woche. I saw her do it. She finished the last question. She clicked it. Sie hat die letzte Frage beantwortet und dann draufgeklickt. She got the result like that. Und dann hat sie bam, sofort das Ergebnis bekommen. Automatisch. Automatically told her grade. Und automatisch praktisch die Note dafür bekommen für das, was sie abgeliefert hat. The teacher didn't have to do anything. Der Lehrer musste überhaupt nichts machen. I want to do assessment like that. Ich möchte solche Beurteilungen machen. I value my evenings. I don't want to be spending hours reading people's stuff about the fire element. I just want to go click and it's done. Ich möchte nicht meine Abende damit verbringen und stundenlang die Dinge lesen, die die Schüler geschrieben haben, wie sie das Feuerelement sehen und was alles damit zusammenhängt, sondern es soll einfach irgendwo reingegeben werden, online und klick und damit ist diese Arbeit erledigt. Of course, you have to prepare it. That takes time. But once you've done it, it's all over. Also natürlich braucht es dann viel Vorbereitung, das braucht auch schon Zeit für die Vorbereitung, aber die Vorbereitung ist eben nur einmal, macht ihr die ganze Arbeit und dann ist es da. But of course you can give assignments, group work, and they can send it by email if you want to give more feedback and you want more of an essay type thing, or you can use your creativity again. People could make a video, anything could happen for assessment. Also ihr könnt ihnen natürlich dann auch verschiedene Aufgaben geben oder ihr könnt sie inspirieren, dass sie vielleicht auch Gruppenarbeiten zusammen machen und sich gegenseitig inspirieren. Also da ist wieder eure Kreativität gefragt. Okay, and so assessment's no problem. Okay, and then the only other thing you need is evaluation. Und dann braucht ihr natürlich auch noch die Auswertung. What do they think of it so far? Und was denken Sie soweit bis jetzt, bis dahin? Awesome. Wunderbar. Rubbish. Oder Bullshit, Müll. Okay, and again, that's very easy to do with a poll or whatever. Okay. Und das könnt ihr auch mal dann mit so einem Umfragen machen, mit einem Poll. Und dann. Okay. Or I can do, I'm going to do it at the end. I'm going to see what you think of it. Okay. So look, I'll tell you what. Ich kann es am Ende machen, zum Beispiel auch jetzt und euch fragen, was ihr jetzt davon gehalten habt. Okay, what we did about a week ago is we decided to release all our paid content free. So we had thousands of hours of work that we've been building up for years, and we've just opened it up free to the whole world Shiatsu community. Whoa, thank you. Letzte Woche haben sie entschieden, dass sie einmal die ganze Arbeit, die sie die letzten 20 Jahre reingesteckt haben, eben in die Plattform New Energy Work, was normalerweise mit Mitgliedschaft oder mit bezahlbaren Kursen einfach sich aufrechterhält. Aufgrund der aktuellen Lage sind alle Inhalte jetzt kostenfrei, kann man sich reinklicken sozusagen. Okay. So you just need to join the free membership at newenergywork.com. Join the free membership. You can get access to all that paid content free. Und dann müsst ihr einfach praktisch bei Free Membership, also freie Mitgliedschaft, ihr müsst nichts bezahlen und ihr könnt eben auch alle Kurse dann, ihr habt Zugang zu allen Kursen, die normalerweise eben immer auch Geld gekostet haben. It would have cost you €2,000 2 weeks ago. Ja, vor 2 Wochen hätte euch das noch 2.000 € gekostet. Okay, jetzt you can see I'm crying. Jetzt ist es frei. Cliff fängt schon an zu weinen. No, not really. We're just relying entirely on donations. We're relying on donations now during the crisis. Also wir sind einfach jetzt auf Spenden angewiesen. Das ist unsere einzige Einnahmequelle, zumindest jetzt in der Krise. Aber wir haben beschlossen, das so zu machen. Okay, we've got weekly webinars. They're in English though.
Ja, wir haben weekly webinars. wöchentliche Webinare, die stattfinden, auf Englisch eben normalerweise, nicht mit Übersetzung. And we're moving as fast as we can to move into all the other European languages. And this is an example of this. Und wir versuchen aber schnellstmöglich bald eben auch in anderen Sprachen das verfügbar zu machen, jetzt zum Beispiel jetzt so wie heute in diesem Webinar. Okay, so I want to say a really big thank you to Biggie and Annette for helping me out. Thank you so much. You're welcome. Want to give them a clap? Dankeschön. I'll do it. Just give them a clap like this. Okay, that's it. That's it. You got it. Okay. And then I just want to ask you what you thought of this webinar. Was it useful, awesome, not so good? Oh, like that. Und Just put the. wie fandet ihr dieses Webinar? War es wunderbar? War es grandios? Ging so lala? Wenn ihr es gut fandet, Daumen hoch. Vielleicht könnt ihr noch kurz was reinschreiben, reinklicken in den Chat. Okay, thank you very much. And we'll be sending out as much German translated stuff as we can over the next few weeks. Und wir versuchen so viel wie möglich deutsche Übersetzungen auch zu bekommen, rauszugehen, dass sie rausgehen kann in den nächsten paar Wochen. One last thing, call up all your clients in the next week. Call them, every single client, and offer them one of those 2 sessions, depending on what you think they'd like. Und was ihr macht, ruft wirklich nächste Woche oder diese Woche, ruft alle eure Klienten an und bietet es an und fragt sie, ob sie eben zum Beispiel das haben möchten. Okay, your clients need you more than ever, and you have got the skills that they need to get through this. So you just use your skills and help your clients. That's my advice. Also eure Klienten brauchen euch jetzt mehr als sonst und nutzt wirklich eure Fähigkeiten, die ihr habt und ja, bietet es euren Klienten an. Die werden es euch Okay, get out there, people. Geht los Enjoy. hinaus in die Welt, bietet es an und erfreut euch daran. Okay, I'm going to end the session. Bye-bye. Ciao. Das war's. Das war das Ende dieses Webinars. Ich wünsche euch viel Erfolg.